Also ich zeige nochmal, wie man die Runde schließt am Ärmel. Also eine Luftmasche habe ich und jetzt schließe ich in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche die Runde. So, jetzt haben wir den Ärmel gearbeitet. Genau, jetzt häkle ich den Ärmel um. Eine Seite habe ich schon gemacht, das schaut dann so aus. Also ich habe hier mit Stäbchen umgehäkelt, aber dabei auch die Maschenabnahme gemacht. So, ich fange ganz normal mit, oder nicht wie bis jetzt mit 4, sondern ich fange jetzt mit 3 Luftmaschen an und arbeite erstmal 2 Stäbchen in jede Masche der Vorrunde. Einmal Umschlag, in diese Luftmasche einstechen, ein Stäbchen arbeiten. Dann arbeite ich noch ein Stäbchen in das Stäbchen. Also ich habe jetzt 2 Stäbchen gearbeitet, jetzt nehme ich ein Stäbchen ab. Und zwar, ich mache einen Umschlag, gehe in die Luftmasche, hole die Masche, die ersten 2 Maschen durch. 2 Maschen bleiben auf dem Haken. Ein Umschlag, in das Stäbchen einstechen, Masche holen, die ersten 2 Maschen durch. 3 Maschen auf dem Haken, alle 3 Maschen durch. Jetzt haben wir eine Masche abgenommen. Jetzt arbeiten wir wieder 2 Stäbchen in die Luftmasche und in das Stäbchen. Und jetzt nehmen wir ein Stäbchen ab, Umschlag, Masche holen, die ersten 2 Maschen durch, nochmal Umschlag, Masche holen, die ersten 2 Maschen durch und jetzt alle 3 Maschen durchhäkeln. Und so arbeiten wir weiter, immer 2 Stäbchen. Und jetzt eine Masche nehme ich wieder ab. Und so die Runde zu Ende arbeiten. So, am Ende der Runde die Runde wieder mit Kettmasche schließen, in die dritte Luftmasche einstechen, Masche holen und einmal die Kettmasche arbeiten. Und in der zweiten Runde mache ich Folgendes. So. Jetzt arbeite ich 3 Stäbchen und dann nehme ich eine Masche ab. Also das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen und jetzt nehme ich genauso wie in der Vorrunde eine Masche ab, Umschlagmasche holen, die ersten 2 Maschen durch, Umschlagmasche holen, die ersten 2 Maschen durch, alle 3 Maschen durcharbeiten und jetzt wieder 3 Stäbchen arbeiten. Und nochmal eine Masche abnehmen. So schaut es dann aus. Und einfach so die Runde zu Ende arbeiten und dann mit Kettmasche schließen. Also ich habe dann die Runde mit Kettmasche verschlossen. So schaut es aus. Man kann auch kleineren Haken zum Beispiel verwenden, damit das Ganze noch ein bisschen schmaler wird. Je nachdem, wie groß ihre Arme sind natürlich. Genau, einfach dann schauen, wie man das am besten macht. Ich habe jetzt denselben Haken benutzt und das schaut ein bisschen, genau, dass das Ganze ein bisschen schmaler wird.
Man kann auch mit festen Maschen umhäkeln. Ich habe mich einfach für so eine Variante entschieden mit den Stäbchen. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt häkle ich das Vorderteil, also die beiden Vorderteile und den Halsausschnitt, also komplett einmal rum. Und zwar, ich habe jetzt das rechte Vorderteil ganz unten, fange ich an, wo wir das Lochmuster haben. Also wir haben hier diese 4 Luftmaschen. Ich lasse hier unten eine Luftmasche frei. In die zweite Luftmasche steche ich ein. Hole die Masche und dann arbeite ich 4 Luftmaschen. So, 4 Luftmaschen habe ich jetzt gearbeitet. Jetzt steche ich hier in diese Querreihe einstechen und arbeite ein Stäbchen. Jetzt wieder eine Luftmasche, hier in diese Querreihe einstechen, ein Stäbchen arbeiten. Dann wieder eine Luftmasche, in die Querreihe einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und hier mache ich genauso. Also wir haben hier jeweils die Querreihen. Genau dazwischen steche ich ein und arbeite ein Stäbchen. Nochmal eine Luftmasche, hier in diese Querreihe einstechen. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und immer in die Querreihe einstechen. So schaut das Ganze aus. Jetzt arbeite ich bis zum Halsausschnitt nach dem Muster. Also das ist die rechte Vorderseite. Also ich habe die bis zum Halsausschnitt gearbeitet. Und jetzt arbeite ich hier diese Ecke. Also hier ist die letzte Querreihe. Ganz normal nach Muster. Ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt steche ich hier in diese Ecke ein und arbeite hier in die Ecke ein Stäbchen, dann 3 Luftmaschen an der Ecke und nochmal in dieselbe Ecke ein Stäbchen. So, also ich habe praktisch hier in diese Spitze, die wir hier haben, so drehe ich das nochmal, damit man das gut sehen kann. Also hier ist die letzte Querreihe. Ich habe hier ein Stäbchen gearbeitet und hier in diese Spitze ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und jetzt arbeite ich hier nach Muster. Hier ist das nächste Stäbchen wieder weiter. Also jetzt ganz normal eine Luftmasche und hier weiter nach Muster bei dem Stäbchen. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. So schaut dann die Ecke aus. Also hier in der Ecke, wie gesagt, habe ich die 2 Stäbchen gearbeitet. So, jetzt schauen wir weiter mit dem Ausschnitt. Und zwar habe ich hier kommt ja diese Rundung. Einfach in jedes Stäbchen ein Stäbchen arbeiten, dazwischen immer eine Luftmasche. Und dann, wenn hier die Querreihen kommen, schaue ich, dass ich pro Querreihe immer ein Stäbchen arbeite. So, hier seht
Genau, also auch hier, da ist die Querreihe, da habe ich ein Stäbchen gearbeitet, da ist die Querreihe, da habe ich ein Stäbchen gearbeitet und so weiter. Ja, und einfach dann weiterarbeiten. Also nochmal der Ausschnitt vorne habe ich gearbeitet bis zu der Schulter. Also hier einfach pro Querreihe ein Stäbchen arbeiten. Und dann kommt der Ausschnitt hinten. Da auch erstmal pro Querreihe Stäbchen arbeiten und hier dann ganz normal pro ein Stäbchen, ein Stäbchen, ein Stäbchen und so weiter. Also man sieht es hier, Querreihe, Querreihe, Querreihe. Und dann kommen hier die normalen Stäbchen, auf der anderen Seite genauso. Also ich habe nirgendwo irgendwas zugenommen oder abgenommen, erstmal alles so umgehäkelt. Und dann vorne die andere Seite. Vorderteil auch hier von der Schulter erstmal in die Querreihen einstechen, bis nach unten und hier unten das ist die andere Seite dann pro Stäbchen und hier an der Spitze. In diese Spitze habe ich dann wiederum wie auf der anderen Seite 2 Stäbchen und 3 Luftmaschen dazwischen gearbeitet. Dann arbeiten wir nach unten bis zu der Ecke ganz normal nach Muster weiter. So, jetzt habe ich die erste Reihe beendet. Jetzt fange ich mit der zweiten Reihe an. So ganz normal mit 4 Luftmaschen beginnen wir und häkeln erstmal alles nach Muster. So, einfach jetzt weiter häkeln bis zum Halsausschnitt. So, ich habe die zweite Reihe jetzt gearbeitet bis zum Halsausschnitt. Oh, genau. Hier bin ich jetzt an der Ecke angekommen, wo wir unsere 3 Luftmaschen gearbeitet haben. Jetzt arbeite ich da auch. Also erstmal eine Luftmasche, 2 Stäbchen, also ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und nochmal in dieselbe Stelle ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und das Stäbchen und das nächste Stäbchen. So, so schaut dann die Ecke aus. Genau. Dann erstmal weiter nach Muster arbeiten. Also ich habe jetzt die zweite Reihe gearbeitet. Also wie gesagt, hier an den vorderen Spitzen, hier an der Spitze werden 2 Stäbchen mit 3 Luftmaschen gearbeitet, auf der Seite genauso. Ansonsten habe ich alles ganz normal nach Muster umgehäkelt mit einem Stäbchen und einer Luftmasche dazwischen. Und auf diese Weise kann man dann mehrere Reihen arbeiten. Ich muss noch schauen, wie viel ich dazu arbeite. Ich schaue einfach.